Wenn es um Geldanlage geht, verwechseln Privatanleger häufig Äpfel mit Birnen. Sie schauen sich in der Regel nur an, welche Renditen sie in der Vergangenheit erzielt haben oder welche Renditen überhaupt möglich sind. Das ist aber nur eine sehr einseitige Betrachtungsweise, denn beim Geldanlegen gibt es 3 Ziele, wobei die Rendite nur eins davon ist. Aus diesem Grund schauen wir uns heute einmal das magische Dreieck der Geldanlage an. Herzlich willkommen bei Money Talk. Heute möchte ich euch einmal zeigen, dass es beim Geldanlegen nicht nur um Rendite geht. Aus diesem Grund schauen wir uns heute das magische Dreieck der Geldanlage an, was auch magisches Dreieck des Vermögensaufbaus genannt wird. Das magische Dreieck ist ein Konzept, das die 3 Ziele beim Investieren miteinander verbindet. Auf der einen Seite haben wir die Rendite. Jeder Anleger möchte natürlich mit seiner Geldanlage Zinsen oder Dividenden erwirtschaften. Diese Rendite bekommen wir aber nicht kostenlos. Wie bereits in anderen Videos erklärt, bezahlst du als Investor stets den Preis der Volatilität. Ein deutsches Sprichwort besagt, Käse umsonst gibt es nur in der Mausefalle. Von daher macht es keinen Sinn, sich nur die Anlagen herauszusuchen, die die allerhöchste Rendite bringen. Der zweite Punkt beim magischen Dreieck ist nämlich die Sicherheit bzw. das Risiko. Jede Geldanlage beinhaltet ein gewisses Risiko. Dieses kann entweder höher oder niedriger sein. Auf der Verbindungslinie zwischen Risiko und Sicherheit könnt ihr alle Finanzprodukte ansiedeln. Nehmen wir zum Beispiel ein Sparbuch. Dieses befindet sich ungefähr hier. Sehr nahe an der Sicherheit und ziemlich weit entfernt von der Rendite, da es heutzutage so gut wie keine Zinsen mehr abwirft. Das Gegenteil davon wären risikoreichen Anlagen wie Kryptowährungen, die dafür entsprechende Renditen mitbringen können. Zum Gleichgewicht, Sicherheit und Rendite kommt aber noch ein dritter Punkt hinzu. Das ist die sogenannte Verfügbarkeit oder Liquidität. Genauso wie jeder Investor ein anderes Sicherheitsbedürfnis hat, hat auch jeder Investor ein anderes Bedürfnis nach Liquidität. Hast du zum Beispiel eine sehr große Erbschaft gemacht und benötigst das Geld derzeit nicht, kannst du das Geld langfristig anlegen und in diesem Fall ist Liquidität nicht wichtig für dich. Du könntest zum Beispiel mit diesem Geld Immobilien kaufen, da es eine sehr illiquide Geldanlage ist. Du kannst Immobilien nicht von heute auf morgen verkaufen und wenn doch, geht das nur mit einem sehr großen Abschlag, was stark zu Lasten deiner Rendite geht. Hast du allerdings nur kurzfristig Geld zur Verfügung und musst in ein paar Jahren oder Monaten wieder an das Geld herankommen, ist Liquidität und Verfügbarkeit sehr wichtig für dich. In diesem Fall kannst du in Finanzprodukte investieren, bei denen du kein erhöhtes Risiko dadurch eingehst, dass du nur kurzfristig investierst. Ein klassisches Beispiel hierfür sind Aktien. Wer in Aktien investieren möchte, muss einen langen Anlagehorizont haben. Die Verfügbarkeit sollte für ihn also nicht so wichtig sein. Das liegt daran, dass Aktien eine sehr hohe Wertschwankung haben. Kommt es zum Beispiel zu dem Fall, dass deine Aktien sehr tief gefallen sind und du hast nur einen kurzen Anlagehorizont, bist du verpflichtet, in einer Tiefphase zu verkaufen. Aus diesem Grund bieten Aktien zwar eine sehr hohe Liquidität, weil du sie jederzeit über die Börse kaufen und verkaufen kannst. Auf der anderen Seite solltest du aber auch einen langen Anlagehorizont haben, um Verluste aussitzen zu können. Du kannst nun einen beliebigen Punkt in dieser Dreiecksfläche wählen und wirst feststellen, dass du nie das Optimum erreichen kannst, nämlich eine maximale Rendite zu haben bei 100%iger Sicherheit, über die du jede Sekunde verfügen kannst. Jeder Punkt in diesem Dreieck ist also ein Kompromiss. Wenn du maximale Rendite haben willst, wird das zu Lasten deiner Sicherheit gehen und du fährst ein sehr hohes Risiko. Gleichzeitig ist es gut möglich, dass du nur eine sehr geringe Verfügbarkeit hast. Maximal verfügbare Produkte, wie zum Beispiel dein Girokonto, haben eine Rendite, die 0 oder sogar negativ ist, wenn du Gebühren bezahlst. Sie haben aber eine sehr hohe Sicherheit. Geldanlagen mit hoher Sicherheit und hoher Liquidität, also ständig verfügbar, haben also eine geringe Rentabilität. Neben dem Girokonto lassen sich auch hier weitere Bankprodukte wie zum Beispiel das Tagesgeldkonto oder Sparbuch anführen. Geldanlagen mit einer hohen Rentabilität und gleichzeitig Sicherheit, also einem sehr geringen Risiko,
haben eine sehr geringe Liquidität oder Verfügbarkeit. Immobilien sind ein klassisches Beispiel hierfür. Sie können in der Regel eine hohe Rentabilität haben und weisen auch eine gewisse Sicherheit auf. Gleichzeitig sind sie aber sehr illiquide, deswegen heißen sie auch immobil, sie sind also nicht mobil. Geldanlagen mit einer hohen Rentabilität und gleichzeitigen Verfügbarkeit haben eine geringe Sicherheit bzw. ein hohes Risiko. Das klassische Beispiel hierfür sind börsengehandelte Produkte wie zum Beispiel Aktien. Mit Aktien kannst du eine sehr große Rendite erreichen und sie sind auch dahingehend sehr liquide, da du sie ständig über die Börse kaufen und verkaufen kannst. Das Risiko bei Aktien ist allerdings höher als bei anderen Finanzanlagen, da sie erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Um diese Wertschwankungen zu reduzieren, solltest du dein Risiko streuen bzw. diversifizieren. Zu diesem Thema habe ich dir auch schon ein Video gemacht, das ich dir hier oben in der Infobox verlinken werde. Zu den 3 genannten Faktoren, nämlich Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit, kommen noch 2 weitere Faktoren hinzu, die sich allerdings direkt auf die Rendite auswirken. Die beiden Faktoren, auf die du bei der Geldanlage zusätzlich achten solltest, sind einmal Kosten und einmal Steuern. Kosten sind zum Beispiel Depotkosten oder Transaktionskosten, die du beim Handel mit Wertpapieren bezahlen musst. Sie können von Anbieter zu Anbieter, aber auch von Wertpapierklasse zu Wertpapierklasse extrem unterschiedlich sein und haben einen direkten Einfluss auf deine Rendite. Das, was du mehr an Kosten bezahlst, machst du weniger an Rendite, ohne dafür mehr Liquidität oder mehr Sicherheit zu haben. Kosten sind also immer ein Negativfaktor, von daher lohnt es sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um diese zu reduzieren. Etwas differenzierter sieht es mit dem Thema Steuern aus. Steuern wirken sich auch direkt auf deine Rendite aus. Steuern haben aber keinen Einfluss auf Sicherheit, können aber einen Einfluss auf die Verfügbarkeit haben. Es spielt zum Beispiel eine Rolle, ob du Steuern eher früher oder eher später bezahlst. Zahlst du Steuern zum Beispiel erst später, ist das Geld länger in deiner Tasche und kann sich länger für dich verzinsen, bevor du es dann an das Finanzamt überweist. Es lohnt sich also auch, sich mit der Thematik Steuern zu beschäftigen und diese möglichst zu reduzieren. Aber Achtung! Steuern sind heutzutage ein sehr großes Verkaufsargument von vielen Finanzdienstleistern und es wird häufig überschätzt. Du hast keinen Vorteil, wenn du auf der einen Seite Steuern sparst und auf der anderen Seite immense Kosten davon trägst. Und das war's auch schon zum Thema magisches Dreieck. Ich hoffe, du siehst nun, warum Rendite nicht das einzig Wichtige bei einer Geldanlage ist. Es gibt noch 2 andere Ziele, nämlich eine hohe Liquidität und eine hohe Sicherheit, die man gleichzeitig verfolgen kann, aber nicht verfolgen muss. Wenn du also zukünftig von einem Investment in eine afrikanische Goldmine liest, die in letzter Zeit 1000% Gewinn gemacht hat, dann solltest du dir auch bewusst sein, dass es ein gewisses Risiko bei dieser Geldanlage gibt und dass gleichzeitig vielleicht 500 andere Goldminen pleite gegangen sind. Korrigierst du dann die 1000% Rendite mit dem Risiko, das du trägst, nämlich in die falsche Goldmine investiert zu haben, kann es lukrativer sein, in einen großen DAX-Konzern zu investieren. Welche Themen zum Investieren interessieren dich noch? Hast du noch Fragen oder Anregungen? Dann lass mir doch einen Kommentar da und gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du das erste Mal auf diesem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnieren würdest. Ich produziere regelmäßig neue Videos zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlagen und Anlagestrategien, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Wir wollen dir helfen, deine Finanzen in den Griff zu haben und unabhängig von Beratern Finanzentscheidungen treffen zu können. Dieses Jahr möchte ich 1000 Abonnenten erreichen und das schaffe ich nicht ohne dich. Also, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, hier bei Money Talk.